Eingebettet in die 3 Seenlandschaft des Seebachtals liegen auf einem kleinen Hügel die geheimnisvollen Ruinen der Burg Helfenberg. Wann wurde die Anlage erbaut? Wer lebte hier? Aus welchem Grund verließen die Bewohner den Ort? Geschah hier vor Hunderten von Jahren etwa großes Unheil? Machen wir uns auf, die Geheimnisse zu lüften. Wer die Ruinen aufsucht, dem fällt auf, dass die Burg über keine nennenswerten Verteidigungsanlagen verfügte. Von einer Ringmauer findet sich beispielsweise keine Spur. Normalerweise waren Burgen gut gesichert, damit sie möglichen Angriffen standhalten konnten. Aus welchem Grund war dies hier nicht der Fall? Die Antwort liegt in der einstigen Beschaffenheit der Umgebung. Das Bemerkenswerte ist ja diese Lage in der Seenlandschaft. Das Niveau der Seen war ursprünglich sicher höher. Also wir haben eine Verlandung auch, Wasser, das weggesickert ist. Das heißt also, die Burg stand wahrscheinlich ursprünglich weitgehend in einer Wasserlandschaft drin. Wie weit man da mit dem Schiff zur Burg ging oder immer ein Zugang über Land war, lässt sich heute natürlich schwer sagen. An vielen Stellen um die Seen war zudem Sumpflandschaft. Falls es also einen Pfad hindurch zur Burg gab, musste man diesen genau kennen. Helfenberg war somit bereits durch die Wahl des Standorts gut geschützt. Das Fehlen von wehrtechnischen Maßnahmen weist jedoch darauf hin, dass die Anlage einem anderen Zweck diente. Die Burg war vermutlich nicht benutzt, um die Umgebung zu beobachten, sondern wirklich als Wohnsitz. Doch aus welchem Grund erbaute jemand seinen Wohnsitz an einem Ort wie diesem, welcher nur von Wasser und Moor umgeben war? Klar war eine Burg hier wohl gut gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Der Hauptgrund war aber wohl wirtschaftlicher Natur. Viel wichtiger, dass diese Seen natürlich ein Fischzuchtgebiet waren und man hat hier mit den Fischereirechten wahrscheinlich die wichtigste Einnahmequelle der Burgbewohner damals. Zu Anfang bestand Helfenberg wohl nur aus einem einzelnen Gebäude, welches im Grundriss 23 x 27 Meter groß war. Heute sind noch 2 Ebenen erkennbar. Ob sich darüber ein weiteres Geschoss befand, welches aus Holz gefertigt war, ist nicht bekannt. Die mit Fenster versehene Zwischenwand, welche das Gebäude zweiteilt, kam in einer späteren Bauphase hinzu. Es ist eine typische kleine Burganlage, die insofern auch bauhistorisch spannend ist, weil es offensichtlich keinen Turm gab, sondern ein großes Gebäude mit einem Hof, mit Holzgebäuden allenfalls. Also so ein Modell einer kleineren Anlage, die doch weniger jetzt wehrtechnisch so mit Burgtürmen ausgestattet war. Doch wer wohnte auf Helfenberg? Und wie komfortabel ließ es sich hier leben? In diesem Wohnturm haben Ritter gewohnt, das heißt, die haben auch Pferde gehabt. Und diese Wohngebäude war auch verteilt mit dem Stall unten. Das heißt, ich weiß nicht, ob es wirklich so angenehm war. Und der Platz war ziemlich beengt, also die Ruine ist nicht so groß. Dies führt uns zurück zur Frage, wer die Burg damals erbaute. Unsere Suche nach ihrem Ursprung führt uns ins Stiftsarchiv des Klosters St. Gallen. Auf der Suche nach Hinweisen
durchforsten wir Dokumente und Urkunden. Wir werden fündig. Wir haben 1492 eine Urkunde mit den Herren von Hohenlandenberg, die nun Helfenberg mit verschiedenen anderen Gütern ihrerseits vom Abt von St. Gallen als ein Lehen erhalten. Also ist eine eigene kleine Urkunde, relativ schmucklos. Und da haben wir dann Informationen, dass ein Teil der Güter schon vorher im Besitz der Hohenlandenberg war. Es geht um Erbregelungen. Es sind 3 Brüder, die im Schloss Frauenfeld wohnen. Und diese Brüder teilen nun ihre verschiedenen Rechte auf. Und einer erhält dann Helfenberg plus weitere Güter in der Region. Helfenberg gehört rund ein Jahrhundert den Hohenlandenberg. In diesem Zusammenhang haben wir eine ganze Reihe von Urkunden, immer wieder Lehensbriefe mit jedem Abt, der wechselt, mit jedem Landenberger, der wechselt, muss das Lehen erneuert werden. Und was wir hier haben, ist ein Lehensbrief von 1538. Hug Friedrich von Hohenlandenberg erhält damals auch wieder im Rahmen von Erbteilungen innerhalb der Familie, erhält er Helfenberg. Doch auch zu den Zeiten der aus dem Töstal stammenden Adelsfamilie scheint die Burg schon eine Ruine gewesen zu sein. Wir stoßen auf eine Erwähnung Helfenbergs, welche um einiges älter ist. Wir haben das Lehensbuch der Abtei St. Gallen vor uns, ein Lehensbuch, das im 15. Jahrhundert entstanden ist. Das Kloster St. Gallen hat versucht, die sehr unterschiedlichen Güter und Rechte und Ansprüche zu sammeln in einem Buch für die Verwaltung im Alltag drin, dass man da wirklich den Überblick behält. Es ist in dem Sinn ein Zeichen einer moderneren Verwaltung auch. Und in diesem Buch taucht ganz am Anfang der Name Burgstall Helfenberg auf. Das heißt, eine Ruine, ein Burgstall ist Bezeichnung für eine Burgruine. Aus dem Buch erfahren wir, dass sich Helfenberg 1413 im Besitz der Herren von Schwandeck befand und an einen Wölfli von Schwandeck weitervererbt wurde. Ihr Stammsitz befand sich nur unweit der Ruine. Wölfli von Schwandeck sitzt in der benachbarten Burg Schwandeck bei Walterlingen und erhält von St. Gallen verschiedene Güter in der Region, neben der Burgruine Bauerngüter, Seen, Zehntrechte, also so eine klassische kleine Adelsherrschaft, die damals in eine neue Hand kommt und vom Abt von St. Gallen in Form eines Lehensbriefes verbunden mit Huldigung und Treueschwur an den Adligen übergeht. Das ist also die erste Erwähnung der Burg oder Burgruine Helfenberg. Der Name Helfenberg taucht schon früher auf in Urkunden, aber als Ortsname, ohne dass explizit Burg oder Schloss oder Burgruine erwähnt wird. Also von daher ist 1413 der erste klare Beweis für eine Burg Helfenberg. Doch hatten die Herren von Schwandeck jemals auf Helfenberg gewohnt, bevor die Burg zerstört wurde? Oder waren sie sogar ihre Erbauer? Die erste Erwähnung des Namens Helfenberg findet sich in der sogenannten Kuchimeister-Chronik von 1331. Dort steht geschrieben, der Knecht, welcher im Jahr 1254 Graf Kraft I. von Toggenburg ermordet haben soll, sei an den See, der bei Helfenberg liegt, geflohen. Auch hier erhalten wir keine Informationen über den Bau der Burg und ihre Bewohner. Die Ruine wurde von der Kantonsarchäologie Thurgau schon mehrfach untersucht. 1980 war zuerst sondiert, dann dort wir haben in die 2 verschiedene Räume
Sondierung gemacht, in der Hoffnung, ein bisschen besser zu verstehen, wieso diese Ruine in 2 Räume verteilt ist. Und dann in 2010 wurde auch so 2 Sondierungen gemacht in den Außenbereich und 2019 auch ein paar Sondierungen in den Außenbereich. Während die erste Sondierung, die haben Topfscherben gefunden und auch eine Bronzeschnalle. Und später wurde nur gefunden Baukeramik, so Ziegelfragment und auch ein paar Musketenkugeln. Die Untersuchung der Artefakte führte zu einem überraschenden Ergebnis. Die erste schriftliche Quelle datiert von 1331 und die erste datierte Funde sind von der 12. Jahrhundert. Das heißt, die Burg war irgendwo vor dem 12. Jahrhundert gebaut. Bei den Ausgrabungen stießen die Archäologen auch auf eine dicke Schicht aus Brandschutt. Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Burg einem Feuer zum Opfer gefallen sein muss. War es ein Unfall oder wurde sie bei einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört? Wir wissen das nicht genau, aber es ist vermutlich während des Appenzeller Kriegs, dass die Burg zerstört war. In 1413 gibt es eine schriftliche Quelle, die sagt, dass die Burg schon eine Ruine ist. Und weil der Appenzeller Krieg so in 1401 angefangen hat, dann ist es ganz möglich, dass es wegen das, dass die Burg eine Ruine ist. Wer die Herren des Moors waren und woher sie kamen, bleibt vorerst ein Geheimnis. Auch über ihr Ende können wir nur spekulieren. Was wir aber sagen können, dass wir in der Umgebung eine ganze Reihe von Burganlagen haben, die wahrscheinlich alle um 1200 entstanden sind. Hirsberg bei Stammheim, Schwandeck, wir haben Steineck, wir haben ein bisschen weiter weg Frauenfeld, wir haben Altikon. Also das sind auffallend viele Burganlagen, Adelssitze, die eigentlich im Abstand von ein paar Kilometern voneinander errichtet worden sind. Und wir wissen da nicht, ob Helfenberg vielleicht sehr früh auch wieder aufgelassen, also verlassen worden ist, weil dann der Besitzer vielleicht auf einer benachbarten Burg gewohnt hat.